A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Es ist so dunkel hier. It looks like there's a way in under the grate. Ich konnte nicht so schnell lesen, was das Fragezeichen bedeutet. Schießen? Ich hab Licht. In diesem Teil können schwere Lasten gefahrlos gehoben und gehalten werden. This ratchet device seems to be usable. Hier geht's hoch. Dankeschön, Medium. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Müde. Aber es ist jetzt auch ungefähr die Zeit für den ersten Tiefpunkt. I could use this old winch to lift the grating. Ja. Warte, mir fehlt noch irgendwas. Kann das sein? Was bedeutet dieses freaking Fragezeichen? Das triggert mich ja super hart. Wait, ist mein Feuerzeug jetzt alle? Oh. Das ist Teil eines Mechanismus. Das war's. Ah, okay. Nee, Nappen hat nicht funktioniert und schlecht geschlafen habe ich auch. Mal gucken. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Okay, bevor wir da runtergehen, will ich aber gucken, ob ich die tatsächlich hätte anlügen können. Weil ich auf Redegewandtheit gelevelt habe. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Gentlemen, you have a problem. What? Who do you take yourself for, stranger? Your boss is very unhappy with your work. Oh yeah? You're bluffing. She said those knuckleheads are incapable of staying at their post. Darn it. You think he's telling the truth? We'll find out. Prove that you really know Cat. It's risky to question my word.
I wouldn't like you to get cut with a certain Italian knife. Okay. You've convinced us. And it's she who sent you? What do you want from us? I thought I made it clear. I have to take a look inside the Hawkins warehouse. Leave me alone, and I'll put in a good word for you with Cat. Das war super leicht, ja. Okay, it's a deal. Ja, ich trinke sofort was. Ich habe gleich aber nichts mehr zu trinken. Und ich hole mir erst nach, wenn wir das Spiel wieder wechseln, was Neues. Let's see. Oh, ich kann die Tür. Oh, ich kann die andere Tür auch knacken. Wir müssen nochmal zurück. Perfect. Wait. Wait, ich kam doch von hier, oder? Hä? Oder nicht? Doch. Verdammt. War ganz okay. Ich hoffe, deine auch. Oh, this place stinks. Wurdest du eingesperrt? Ja, echt? Oh, ich muss das speichern. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? What? The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Can't sleep. I know how that feels. Le Petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Hä, war das alles? Nee. Someone treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. Da betet jemand ihre Bilder an. Sehe ich das richtig? Oder das Wesen, was auf den Bildern drauf ist.
Dankeschön für den Follow, Bam. Lagerhaus von Hawkins. Obwohl das Lagerhaus seit dem Tod von Charles Hawkins offiziell leer steht, hat hier vor kurzem ein heimlicher Bewohner gehaust. Es gibt gewisse Anzeichen dafür, auch blutbefleckte Verbände. Wahrscheinlich von einer Verletzung und Tabletten sind zu finden gewesen. Schmerzmittel und Schlaftabletten. Außerdem scheint der Bewohner von Sarah Hawkins besessen zu sein, wie mehrere Dokumente belegen, die mit dem Leben der Künstlerin in Verbindung stehen. Foto- und Zeitungsausschnitt. Officer Bradley entdeckte außerdem ein teilweise verbranntes Gemälde aus der Villa der Hawkins, womit zweifelsfrei feststeht, der Inhalt des Lagerhauses ist mit dem Fall Hawkins verknüpft. Ist hier noch irgendwas, was ich finden kann? Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Polizisten bedrohen ist immer eine absolut gute Entscheidung, oder? Look around you. Someone has settled in here. Can you explain what this painting is doing here? This strange... I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? Nein, ich wollte noch mehr mit ihm reden. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. Cat. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Kapitel 3. Garten des Hawkins-Anwesens. Pierce hatte es ins Lagerhaus geschafft. Der Ort, der verlassen sein sollte, hielt einige Überraschungen bereit. Zeichen eines Bewohners wie ein angesenktes Gemälde. Es wird von Officer Bradley bei seiner Untersuchung unterbrochen, kann ihn aber überzeugen, ihm bei den Ermittlungen zu helfen. Der Polizist erklärt sich bereit, den Detektiv zum Anwesen der Hawkins zu fahren. Da ist jemand im Anwesen. Wie ist derjenige da hingekommen, wenn das Tor abgeschlossen ist? Well, here we are, Hawkins Mansion. Wenn ich das jetzt sehe, fand ich es am Hafen doch irgendwie ziemlich gemütlich. Bin ich ja ehrlich. The
place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Ich dachte, die Villa sei in Flammen I see no aufgegangen. scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Ich will Silas jetzt auch keinen anymore. Urlaub hinplanen wollen. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Huh. It's really that old. Come on, let's leave the stories of the dead alone. They've nothing to do with your case anyhow. Let's go up there. Unless you still have questions. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some Es könnte rotten Silas auch old sein, den boys, wir gerade atmen gehört haben, vielleicht. Could he be a problem? strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you. Oh, If only to reassure hallo Conti, schön, dass du Silas. da bist und Dankeschön für deinen Resub. Dankeschön für 6 Monate Geburtstagssub. Alles Gute, du wundervolle Streamerin. Dankeschön. Why Ja. not? You can help. Ich habe gar keine Right. Lust, da alleine reinzugehen, ehrlich Let's go. gesagt. Officer, die sehen alle älter aus, als sie sind. Ich schau mal wieder aktiv rein. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Einfach schon ein halbes Jahr. Das muss man sich mal überlegen, wie lange ihr einfach schon da seid. Es kommt mir schon irgendwie, es kommt mir irgendwie schon länger vor. Aber 6 Monate ist trotzdem schon so viel. Officer Bradley, 37 Jahre, Polizist. Dieser Dorfpolizist mag Ordnung und Gerechtigkeit. Er ist kein großer Ermittler, aber er möchte mehr als seine Kollegen die Wahrheit im Fall Hawkins aufdecken. Die Bewohner der Insel sind freundlich zu ihm. Vielleicht kann er mir bei meinen Ermittlungen helfen. Ja, ich finde auch, die sehen so viel älter aus. Villa der Hawkins, Gärten. Die Villa der Hawkins steht an der Spitze eines steilen Abhangs. Im verlassenen Garten befinden sich die Gräber der Familie. Nur der alte Verwalter Silas Winchester treibt sich hier noch herum. Er bewacht das Anwesen, erbittert und legt noch immer Blumen auf die Gräber seiner früheren Herrschaften. Es ist ein düsterer Ort. Ja, das hätten die nicht dazu schreiben müssen. Das wäre mir auch so aufgefallen. Mag an der Insel und dem Wetter liegen. I don't know. I don't know. Dieses Feuerzeug bringt so unglaublich viel. Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place.
Und gleich ein Jumpscare, weil ich hier am Rumschnüffeln bin. Ich dachte gerade, da liegt eine Leiche. Someone is using the fireplace. I suppose that this is where old Winchester lives. Oh, die Gräber. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Die guten alten Baumleichen, genau die. Wer kennt sie nicht? Someone must really hate Charles Hawkins. I told you watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' Stimmt, wo ist dieser Webster eigentlich? Der lebt doch auch hier. Devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I Oh, didn't der expect to Engel. set foot back here after the burial. Poor kid. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? Steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Sir, sind Sie soweit? Someone must really hate Charles Hawkins. The caretaker takes great care of these graves. Sir, können wir... Ich gehe schon mal vor. Wo kommt dieser Lichtstrahl her? Who knows? Kommt der jetzt? Ich will nicht alleine weitergehen. Sir? He's not coming. Da fängt böse Musik an. Ich mag die Musik nicht. I'll have to find another entrance. Ich habe doch zugestimmt, dass er mitkommen darf. Dann soll er doch auch mitkommen. Helleres Feuerzeug wäre halt auch schon sehr nice.
This entrance is still in use. Sollen sie in the... Whoa! Oh mein Gott, Jesus. You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! Sympathischer junger Mann. Mr. Winchester, lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. Das in Forest ist deutlich And I heller, did tell oder? him that we should let the Meine ich. dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. Wenigstens, dass es an ist. The sooner I carry out my investigation, the sooner I wrap up the case and return to Boston. After which, you'll never hear of me again. I like the sound of that, but I have a better idea. You leave right now, and you never come back. Silas! Pierce! In God's name, what are you doing? Officer Bradley, this hood was trying to break into the mansion. Do something, Bradley, or this story will have a nasty ending. I vouch for him, Silas. He's working with us. We have reason to believe that someone entered the mansion and stole some paintings. Impossible. I would have seen it. Better safe than sorry. Now let us in. I promise to keep an eye on this one. Okay then. I'll leave the Der schreckliche alte Mann als Errungenschaft Could have told me that freigeschaltet. earlier, Sonny. Let's see what more I can learn from this mansion. Wie ist der hier hochgekommen? Da. This gate is locked. Ich finde das super, wenn ich renne, dass das Feuerzeug auch nicht an ist. Wo hat denn die Blumen eigentlich her? The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. Ich dachte jetzt, er steht gleich hinter uns. Und meckert uns an, dass wir bei ihm schnüffeln. Ich muss sagen, in Horrorspielen finde ich es in der Natur viel, viel ungruseliger, weniger gruselig, als wenn ich irgendwo reingehen muss. Ich halte mich viel lieber im Freien auf in Horrorspielen. Pierce, shall we enter? Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Let's take a look inside. I'm with you.
Kapitel 3, Villa der Hawkins. Pierce und Officer Bradley erkunden den Garten des Hawkins-Anwesens. Die Familie ruht auf dem Friedhof des Grundstücks, das von Silas Winchester bewacht wird. Draußen ist immer kalt, das ist wahr. Der alte Verwalter, seinen Arbeitgebern noch immer treu ergeben, wacht mit einer Axt über das Anwesen. Pierce und Bradley können ihn beruhigen und erhalten den Schlüssel für die Villa der Hawkins. Sie betreten das Grundstück und suchen nach dem Ort des Feuers. Follow me. I know the place. Who left this light on? Sieht auch nach keinem gesunden Licht aus. Es dampft so grün. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Das sieht nicht appetitlich aus. What kind of meat is this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Es gab also irgendwie Streit beim Abendessen. Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Something happened at this table. An argument? Ich glaube, mehr war hier nicht. Ne? Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Da liegt einfach eine tote Ratte auf dem Tisch. Ja, natürlich fängt es jetzt an zu gewittern. Wieso auch nicht? Man kennt's. Sarah Hawkins painted herself with her son, Simon, ready to go somewhere, but without Charles. Der Schimmel auf dem Fleisch. They seem happy, but Charles is already looking off into the future. His marriage just a stop along the way. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Charles Hawkins posiert wie ein Entdecker vor exotischen Ruinen. Es ist gemeinhin bekannt, dass er seinen Reichtum auf teuren Reisen verprasste. Wonach suchte er? Too much rubble. I'll find an easier way. Ich dachte, hier liegen noch irgendwie Bücher für Wissen, aber anscheinend nicht. Let's see if I can find something the cops missed. Warte kurz. Oh, 2 Punkte. Seit dem Brand in der Villa der Hawkins ist der Speisesaal intakt geblieben. Es ist klar zu erkennen, auf welchem Platz welches Familienmitglied saß. Die Etikette wurde offensichtlich beachtet, auch in einer privaten Situation unter sich. Charles Hawkins saß am Kopf des Tisches mit Frau und Sohn zu seinen Seiten. Der Stuhl könnte nach dem Brand umgefallen sein, vielleicht unterstützt er aber auch die Theorie eines häuslichen Streits. Der Braten wurde auf einigen Tellern nicht angerührt. Das Fleisch, das erstaunlich gut erhalten ist, scheint Gegenstand des Streits zwischen den Hawkins gewesen zu sein. Woher? Wir wissen doch gar nicht, ob das Gegenstand davon war, oder? Ich habe den Schlüssel zum Dienstboteneingang der Hawkins-Villa erhalten. Hoffentlich war ja das Risiko wert. Diese Verbindung aus Detektivfaktor und Horrorgame gefällt mir tatsächlich ganz gut. The child's corpse left a trace. Where are the others? Was Charles Hawkins a heavy drinker? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn?
Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? They had a fight. Why? Did it stop at the time of the fire? Did someone escape the fire? What? Oh, ich habe nicht lange genug gedrückt gehalten. Ich wollte mich gerade anders hinsetzen. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. Wenn der Dude gebrannt hat, der da weggerannt ist, dann kann der aber nicht weit gekommen sein. And the boy. So, Detective, what do you make of it? I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? Oh, ich muss mich jetzt schon entscheiden? Da war eine vierte Person. Aber es sah nicht aus wie Brandstiftung. Aber Verbrechen aus Leidenschaft, was bedeutet das? Das kann halt alles bedeuten, ne? Aber die anderen zwei Sachen passen für mich nicht. Also ja, das schon, aber das ist nicht alles, weil was macht sonst die vierte Person hier? I suspect a crime of passion. You sure of that? There's only one way to be sure. Ich will auch so eine coole I just asked Lampe that you don't haben. disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. This door is locked. Diese Sammlung medizinischen Wissens und gesundheitlicher Praktiken des 18. Jahrhunderts umfasst nur die sogenannten zivilisierten Länder. Der Einfluss von ganzheitlicher Medizin oder Medikamenten von Kontinenten, die als unterentwickelt gelten, werden nicht behandelt. These bandages are covered in dried blood. But whose? Ich will nicht die Treppe hoch. Ich will bei dem Dingsens bleiben. Lyrics of the Drunken Sailor. A sea shanty. Nase juckt, sorry, wartet kurz. Ich komme gar nicht die Treppe hoch. Schade aber auch. This door is blocked from the outside. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Wieso haben die alle so viele Bücher in ihrem Haus liegen und so ungeordnet? Da kriege ich ja die Krise bei. Haben die keine Bücherregale? Moby Dick.
Melville's classic. The epic battle between man and whale. Eine Ausgabe von Moby Dick von Herman Melville. Ein Klassiker vor allem für eine Reederfamilie. Hat das irgendjemand von euch gelesen? Oder den Film gesehen? Ich habe tatsächlich Mandatory beides reading nicht. for any whaler, I guess.